Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Learn German with Falk Uncut, deinem Uncut-Podcast des Vertrauens natürlich. Worüber sprechen wir heute? Ich möchte heute mit dir über Schuhe sprechen und anlässlich dessen, aus diesem Zweck, habe ich heute meine Schuhe dabei. Natürlich habe ich sie nicht angezogen, sondern nur mitgebracht. Ups, kann man sie sehen? Ja, das sind meine Laufschuhe. Und ich möchte heute mit euch ein bisschen, erstmal über den Aufbau von Schuhen sprechen und natürlich auch über meine Präferenzen bei Schuhen. Also das sind meine Laufschuhe und jeder Schuh hat natürlich eine Sohle, eine Schuhsohle. Das ist der untere Teil des Schuhs. Und bei meinen Laufschuhen ist hinten dieser Teil immer ein bisschen gepolstert, ein bisschen dicker, ein bisschen wie eine Federung. Also wenn ihr lauft, dann ist das natürlich eine hohe Belastung für den Körper, für die Füße, für die Ferse. Der hintere Teil vom Fuß, den nennt man Ferse. Und deshalb gibt es hier bei einem Laufschuh besondere Unterstützung für die Ferse. Also es ist ein spezielles Material, das, wenn man auf hartem Stein läuft, dass das für die Ferse nicht so hohe Belastung ist, nicht so viel Stress für die Ferse. Also, und dann hat dieser Laufschuh natürlich auch ein Obermaterial. Und das Obermaterial bei mir ist, das ist ein Kunststoff, Kunstfaser, aber es ist atmungsaktiv. Das Material ist atmungsaktiv. Das bedeutet, dass meine Schuhe atmen können, mehr oder weniger, also nicht wie Menschen, sondern der Schuh kann atmen. Das heißt, die Luft geht durch dieses Material hindurch und deshalb bekommt man keine Schweißfüße. Also die Füße schwitzen nicht so stark und sie stinken auch nicht. Also der Schuh ist atmungsaktiv und das ist gut gegen den Geruch, gegen den Schweißgeruch. Dann gibt es natürlich bei jedem Schuh Schnürsenkel. Das ist ein Schnürsenkel und jeder Schuh hat natürlich 2 Schnürsenkel. Und mit den Schnürsenkeln macht man normalerweise eine Schleife. Ich schaue mal, ob ich das hier schaffe. Ihr wisst, was ich meine. Oh, das wird schwer, den Schuh dabei zu halten. Aber ja, man macht eine Schleife oder man macht eine Doppelschleife. Also 2-mal mit den Schnürsenkeln, damit der Schuh beim Laufen natürlich nicht aufgeht. Das wäre sehr doof, wenn die Schnürsenkel offen sind und dann beim Laufen die ganze Zeit hier herumschlackern. Das wäre nicht gut. Das wäre sehr störend. Und deshalb mache ich auch immer eine Doppelschleife bei meinen Laufschuhen. Bei anderen Schuhen mache ich auch nur eine einfache Schleife. Das ist okay, wenn dann der Schuh mal aufgeht. Ja, wenn der Schuh aufgeht, dann merke ich das und ich kann wieder meine Schnürsenkel zuschnüren. Ich kann wieder eine Schleife machen, wenn ich ganz normal spazieren gehe. Aber beim Joggen,
wenn ich joggen möchte, dann ist das natürlich ja ein bisschen nervig, ein bisschen störend. Und deshalb mache ich immer eine Doppelschleife. So, dann gibt es bei jedem Schuh natürlich auch eine Lasche. Das hier ist die Lasche, dieser Teil. Man kann auch die Lasche rausziehen, immer ein bisschen, die Lasche bei diesem Schuh. Und hier in dieser Lasche stehen auch einige wichtige Angaben zu dem Schuh. Zum Beispiel, könnt ihr das sehen? Vielleicht nicht. Doch jetzt. Made in Vietnam steht hier. Und ihr seht auch meine Schuhgröße, Euro, also die europäische Schuhgröße. Das ist 47. Ich habe sehr große Füße. Genau. Übrigens, welche Schuhgröße hast du? Das würde mich interessieren. Welche EU-Schuhgröße hast du? Also ich habe Schuhgröße 47. Manchmal habe ich auch 46, aber bei Laufschuhen brauche ich ein bisschen mehr Platz. Ich brauche besonders vorne ein bisschen mehr Platz, weil man beim Laufen natürlich ja ein bisschen Flexibilität braucht, weil der Fuß sich im Schuh auch ein bisschen nach vorne und nach hinten bewegt. Und deshalb ist ja für mich eine Nummer größer, 47, eine gute Option. Also ja, wir haben hier die Lasche, die Schnürsenkel, wir haben das Obermaterial und wir haben auch schon gesagt, die Sohle. Und ja, man nennt das auch den Absatz, Schuhabsatz hier hinten, haben wir auch schon gesagt. Der Absatz ist ein bisschen höher. Es gibt auch Schuhe mit noch höheren Absätzen oder auch Schuhe ohne Absätze. Zum Beispiel Barfußschuhe. Die sind jetzt sehr im Trend. Sie liegen im Trend, Barfußschuhe. Und die haben überhaupt keinen Absatz, 0. Aber ja, für Laufschuhe denke ich, dass es eine gute Option ist, mit einem ja, bisschen dickeren Absatz zu laufen, um, wie gesagt, den Stress für die Ferse, für den hinteren Teil vom Fuß zu reduzieren. Und das Profil meines Schuhs ist natürlich ja ein bisschen speziell, damit ich nicht wegrutsche, damit ich nicht ausrutsche beim Laufen, sondern damit ich auf Steinen, auch wenn es ein bisschen nass ist, oder auch auf Gras oder Erde, also auf allen Böden, damit ich auf allen Böden gut laufen kann und eine gute Friktion habe. Also nicht, dass ich ausrutsche. Ich will nicht ausrutschen, dann verletze ich mich. Und deshalb ist das Profil bei Laufschuhen auch immer sehr wichtig. So. Und dann hat natürlich auch jeder Schuh noch eine Innensohle. Diese Innensohle liegt immer im Schuh drin. Und die ist natürlich auch wichtig, dass die bequem ist und weich bei den Laufschuhen. Und ja, manche Leute, sie nehmen diese Sohle aus dem Schuh heraus. Sie nehmen die Sohle aus dem Schuh und benutzen eine eigene Sohle. Eine eigene Sohle, vielleicht eine spezielle orthopädische Sohle oder zum Beispiel eine Thermosohle. Und ich habe auch so eine Thermosohle mal mitgebracht. Das ist hier eine Thermosohle, die ich auch manchmal benutze. Und bei der Thermosohle, bei dieser Thermoinnensohle, da seht ihr, das ist Aluminium. Die Rückseite der Sohle ist Aluminium beschichtet. Also es liegt eine Aluminiumschicht
hinten auf der Sohle. Sie ist Aluminium beschichtet und dieses Aluminium hält den Fuß schön warm. Und ich kann jetzt diese Thermosohle in meinen Schuh machen. Ich kann diese Thermosohle in den Schuh machen. Ich kann sie in den Schuh legen. Und jetzt hätte ich 2 Sohlen. Ich kann aber auch nur die Thermosohle einlegen, also die andere Sohle herausnehmen. Ich kann die eigentliche, die originale Sohle herausnehmen und nur die Thermosohle einlegen, aber das mache ich nicht. Für die Laufschuhe benutze ich die Thermosohle nicht. Ich benutze die Thermosohle nur für meine Straßenschuhe, vielleicht auch für meine Stiefel. Jetzt gerade im Winter ist eine Thermosohle natürlich eine tolle Option. Es gibt auch spezielle Sportsohlen, aber normalerweise verwende ich die originalen Sohlen eines Schuhs. Haben wir noch was vergessen? Das waren jetzt meine Laufschuhe. Lasst uns noch mal kurz schauen. Lasche. Gerade haben wir über die Innensohle gesprochen. Die Innensohle. Wir haben über die Schnürsenkel gesprochen. Das Obermaterial, das Profil und den Absatz. Genau. Und Stiefel, Winterstiefel haben natürlich auch oft einen höheren Absatz. Oder Frauen tragen auch gerne Schuhe manchmal mit sehr hohen Absätzen. Natürlich nicht zum Sport, hoffentlich. Und diese Laufschuhe, das sind von Mizuno. Ihr wisst, ich mag die Marke Mizuno für meine Sportkleidung. Und diese Laufschuhe habe ich mir im Sommer neu gekauft in Deutschland. Und nicht in Japan, weil meine Schuhgröße, ihr habt es gesehen, 47, die habe ich in Japan noch nicht gesehen. Ich glaube, die größte Schuhgröße in Japan war 46. Aber auch das ist schon, kriegt man nicht überall. Also 46 gibt es in manchen Läden, diese Größe, aber normalerweise ist die größte Schuhgröße 45 bei Männern. Und in Deutschland haben natürlich viele Leute viel größere Füße. Ich habe sogar schon Schuhe Größe 49 oder 50 sogar gesehen. Also in Deutschland haben die Menschen größere Füße und auch oft breitere Füße. Und deshalb natürlich gibt es eine größere Auswahl. Also es gibt Schuhe mit größerer Schuhgröße. Ziemlich viel Großgröße. Und diese Laufschuhe habe ich mir natürlich dann in Deutschland geholt, in einem Sportladen. Und ich bin sehr zufrieden damit. Also meine Oma hat immer gesagt, an einer Sache darf man nie sparen und das sind Schuhe. Denn man läuft, wenn man viel draußen läuft, dann wollen die Schuhe es natürlich auch bequem haben. Wenn man jeden Tag rausgeht und sich die Schuhe anzieht und dann vielleicht auch den ganzen Tag in den Schuhen arbeitet, dann ist man 10 oder mehr Stunden mit seinen Füßen in den Schuhen. Und ich finde, das stimmt. Man sollte bei Schuhen darauf achten, immer eine gute Qualität zu kaufen und auch bequeme Schuhe und Schuhe natürlich gute Qualität, dass sie auch lange halten. Also, dass sie widerstandsfähig sind. Dass sie lange halten, das bedeutet, dass du nicht nach einem Jahr neue Schuhe kaufen musst, weil sie kaputt sind, sondern dass sie noch ganz sind, noch in guter Qualität und dass du vielleicht sogar deine Schuhe über 5 Jahre vielleicht anziehen kannst. Ich habe
Momentan, ja, momentan habe ich meine Laufschuhe. Ich habe ein paar normale Straßenschuhe, die auch wasserabweisend sind. Also wenn es regnet, werden meine Füße nicht nass. Die Schuhe sind wasserabweisend. Dann habe ich ja Gummistiefel. Gummistiefel, also wenn es ganz stark regnet, dann diese Gummistiefel, sie gehen am Bein ein bisschen länger hoch. Sie sind natürlich auch eine gute Option, wenn es ganz stark regnet oder wenn man in tiefem Wasser laufen muss. Dann habe ich ein paar feine Schuhe, die zu meinem Anzug passen, also elegante Schuhe. Außerdem habe ich noch ein paar Wanderschuhe. Wanderschuhe habe ich auch. Und meine Futsalschuhe. Natürlich, wenn ich Futsal oder Fußball spiele, dann brauche ich auch ein spezielles Paar Schuhe dafür. Und ja, also Laufschuhe, Gummistiefel, Straßenschuhe, Futsalschuhe, Wanderschuhe, 5 Paar Schuhe. Wenn ich jetzt keins vergessen habe, wenn ich jetzt kein Paar vergessen habe. Wie viele Schuhe jetzt habe ich mich versprochen. Uncut, Leute, ihr wisst es. Also, wie viel Paar Schuhe, jetzt habe ich's, wie viel Paar Schuhe hast du? Hast du mehr als ich oder hast du weniger als ich? Und wenn du mehr hast, dann schreib mir doch mal, welche Art von Schuhe du hast. Vielleicht hast du ja spezielle Schuhe. Schreib das unbedingt in die Kommentare. Ich danke dir fürs Zuhören, Zuschauen, fürs Kommentieren und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich würde mich freuen. Also, tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.